Hallo, hier ist wieder mal die Oma Betty. Gestern habe ich auf unserem Wochenmarkt diese schönen kleinen Einlegegurken bekommen. Und dazu habe ich ein wunderschönes altes Rezept. 40 Jahre ist es ungefähr in meinem Besitz und wurde schon unzählige Male in herkömmlicher alter Schriftform weitergegeben. Die Resonanz war jedes Mal sehr positiv, wie auch ich finde. Für mich ist dieses Rezept das absolut beste Rezept, um Gewürzgurken haltbar zu machen. Zum sofortigen Verbrauch oder vielleicht auch für den späteren Gebrauch, da muss man natürlich die Gewürzgurken einwecken. Zuerst kommen die Gurken ins Wasser und werden ordentlich geschrubbt, um sie vom Schmutz und Sand zu befreien. Das Bad ist beendet, nun schneide ich noch die Stielansätze weg und eventuelle kleine Schadstellen, wie zum Beispiel hier, die kann man ganz einfach mit dem Messer entfernen. Das schadet der Gurke nicht. Und Gurken, die euch zu dick sind, schneidet ihr ganz einfach in der Mitte durch. Das schadet der Gurke überhaupt nicht, im Gegenteil, dann nimmt sie noch mehr Gewürze auf. So, diese Arbeit wäre auch erledigt. Jetzt kommen wir zu den Zutaten. Ihr braucht dazu eure Gurken. Dann braucht ihr Wasser, Essig, Zucker, Salz, Piment, frischen Knoblauch, Speisezwiebeln, Senfkörner, ein paar Scheiben vom frischen Meerrettich, Lorbeerblätter, Pfefferkörner und einen Mörser zum Zerstoßen der Pfeffer- und Pimentkörner und natürlich frischen Dill. Die genauen Angaben schreibe ich euch natürlich unten in den Kasten. Ich koche jetzt das Wasser mit dem Kräuteressig, Salz, Zucker, mit den zerstoßenen Piment- und Pfefferkörnern und mit den zerriebenen Lorbeerblättern auf, lasse es 5 Minuten sprudelnd kochen und dann gebe ich das so heiß, wie es vom Ofen kommt, über die Gurken drüber. Ich beginne jetzt mit dem Einschlichten der Gurken und der Zutaten in den speziell dafür gefertigten Einlegetopf. Da gibt es dann auch noch eine Holzzange dazu, denn man sollte nicht mit den Fingern reingreifen, sonst bringt man Bakterien rein und die Gurken beginnen zu schimmeln. Das wollen wir ja nicht. Dann kommen Zwiebeln, also nach der einen Schicht Gurke kommen jetzt Zwiebeln rein. Zwiebeln kann man mehr verwenden, weil saure Zwiebeln schmecken auch sehr gut. Ach übrigens, ich habe zu dem Knoblauch noch ein paar ungeschälte Ingwerscheiben dazu getan. Denn wenn man Knoblauch und Ingwer zusammen verwendet, erhöht das die antioxidative Wirkung der beiden Gewürze um 50%. Meine Scheiben von Meerrettich. Mit Senfkörnern müssen wir leben, können wir auch leben, ist nicht so schlimm, auch wenn man die dann mal im Mund hat. Kein Problem. Und dann noch etwas frischen Dill dazu, den kann man so ganz reinlegen, den kann man ja dann auch wieder rausnehmen. Und so geht es immer weiter, wieder Gurken, wieder Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch, Meerrettichscheiben und die berühmten Senfkörner. Dill dazu und die nächste Schicht. Kochend heiß gebe ich jetzt den Sud über die Gurken drüber. Ich passiere es durch, weil die zerstoßenen Piment, Pfefferkörner und Lorbeerblätter möchte ich nicht mit dabei haben. Die bleiben dann zurück. So,
So, bis oben hin muss es ausgefüllt sein. Dann kommt der Deckel drauf. Da kann ruhig noch ein bisschen Brühe drüber laufen. Und das beschwert gleichzeitig die Gurken, sodass keine Luft ran kann. Das dauert jetzt so 3 bis 4 Tage und dann kann man schon die ersten Gewürzgurken dem Topf entnehmen. 2 Tage kann man den Gurkentopf bei Zimmertemperatur stehen lassen, im Sommer natürlich nur einen Tag. Dann aber ab in den kühlen Keller oder in den Kühlschrank. Das ist die Variante von würzig-knackigen Gurken für den alsbaldigen Gebrauch. Im Kühlschrank gelagert müsste man sie nach ca. 14 Tagen aufgebraucht haben. Natürlich kann man die Gurken auch in Gläsern packen und einwecken für längere Lagerzeiten. Noch ein kleiner Tipp von mir. Wer die kleinen Gurken nicht bekommt, kann ebenso die handelsüblichen Schlangengurken oder Landgurken dazu verwenden. Diese würde ich dann aber schälen, eventuell auch das Kerngehäuse entfernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Der tolle Geschmack bleibt der gleiche. Das ist dann sozusagen die schnelle Gurke für die nächste Party.